Hängen loose, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Erschaffenswert. Ich bin hier gerade in meiner Unterkunft auf ein nettes Beispiel für die Permakultur getroffen und das wollte ich euch mal kurz zeigen. Und zwar ist das hier mal ein kleines Beispiel, wie Pflanzengilden quasi funktionieren können, auch im Topf. Zuerst mal erzähle ich euch, was hier in dem Topf alles so zu finden ist und anschließend erzähle ich euch dann mal, was man alles noch verbessern kann. Und zwar sehen wir hier eigentlich ein ganz nettes Trio, bestehend aus einem Baum, aus einer Brombeere und aus Klee. Und wie vielleicht schon einige von euch wissen, ist Klee ein Stickstoffbinder. Das heißt, wir haben hier quasi einen Bodendecker schon mit drinne und auch gleichzeitig einen Stickstofffixierer. Und auch die Brombeere, die bedeckt hier den Boden. Und sowohl der Baum als auch die Brombeere, die profitieren natürlich von dem Klee, der den Stickstoff hier in den Boden hält. Also, wie ihr seht, kann man auch in Mexiko hier Permakultur oder Beispiele für die Permakultur auch auf kleinstem Raum finden. Und jetzt noch ein paar Tipps für dein erstes Permaprojekt. Zuallererst empfehle ich mal, einen noch größeren Topf zu verwenden. Umso größer, desto besser. Ich würde an dieser Stelle einen etwas kleineren Baum wählen und da eignet sich zum Beispiel ein Säulenbaum ganz gut, von dem du auch direkt Obst ernten kannst. Des Weiteren kann man natürlich Beeren hier hinzufügen. In diesem Fall sind es allerdings dornige Brombeeren, da empfehle ich definitiv etwas Dornloses. Der Klee ist hier meines Erachtens nach schon ganz gut gewählt. Man kann natürlich auch noch weitere Stickstoffbinder, wie beispielsweise die Lupine, integrieren. Die sieht dann auch noch ganz schön aus in der Blüte. Des Weiteren kann ich natürlich auch noch etwas einfügen, was in den Boden hineinwächst, wie beispielsweise hier einige Karotten oder Radieschen. Außerdem wurden hier die organischen Essensreste direkt in den Pflanztopf geschmissen. Da empfehle ich definitiv, das Ganze vorher zu kompostieren und dann hier in einer hohen Qualität dazuzugeben. Und solltest du ein Projekt auf dem Balkon starten oder in der Stadt und hast nicht so viel Platz für einen Kompost, dann kann ich die Wurmkiste empfehlen. In dieser Kiste setzen spezielle Regenwürmer deinen Kompost direkt um und du kannst die Kiste auch als Sitzgelegenheit beispielsweise verwenden. Es gibt auch schon mittlerweile unzählige Bücher zu dem Thema, mit der Permakultur auf engstem Raum anzufangen. Das waren jetzt erstmal so erste Ideen und Eindrücke von mir und ich hoffe, ihr startet jetzt euer erstes Permaprojekt.